Hi, ich bin Erik. Ich bin bei Edifin momentan für Partnerships zuständig, leite die Abteilung und wir koordinieren damit die Kooperation mit anderen Unternehmen. Es gibt sehr viel im Real Estate, was zusammenkommen muss, damit es gut wird. Ja, gerade heute im Gebäudebetrieb ist es extrem wichtig, mit Partnerschaften kollaborativ an die aktuellen Themen ranzugehen. Was genau bedeutet Solution Ecosystem? Naja, letztendlich, es gibt einfach wirklich viele Sachen, die zusammenkommen müssen. Für Eigentümer, für Mieter, für alle Beteiligte, bis hin zum Betreiberteam, bis zum Hausmeister, Facility Management, all das, die Menge an Stakeholder mit den Mengen an Lösungen, sollten zusammenführbar sein, damit es halt letztendlich gut werden kann. Also Edifin hat einfach früh angefangen mit diesem Partner-Ökosystem, ohne dass wir es so genannt hätten. Es hat sich ganz natürlich aus Projektverläufen ergeben. Am Gebäude hat man Fragen beantworten dürfen, wie komme ich an meine Daten, wie komme ich an die Energiedaten und im Keller, welche Hardware kann ich einsetzen, bis hin zu, wer hilft mir denn dabei, das überhaupt umzusetzen? Ja, bis hin zu anderen Software-Tools, die dann das, was rauskommt, in andere Formen bringen kann. Wie ist das Partnernetzwerk im Moment strukturiert bei Edifin? Man kann es wirklich an dem Ablauf relativ gut festhalten. Hardware, die muss irgendwie eingebaut werden. Diese Hardware muss reinberaten werden, muss eingebaut werden. Es muss rund um das Real Estate und rund um diese IoT-Use Cases auch beraten werden können. Daher gibt es sehr viele Player am Markt, Beratungshäuser, Ingenieurbüros, Planungsunternehmen, recht breitstehend. Dann sind diese Sachen einmal eingebaut, dann müssen sie auch betrieben werden. Das heißt, wir arbeiten sehr stark auch mit Facility Management Unternehmen zusammen, die unsere Software auch anwenden, um ihre Prozesse zu optimieren, um das runder zu machen, um den Lebenszyklus in Gebäuden stärker bedienen zu können. Und das geht natürlich auch weiter zu weiteren Software-Applikationen. Auch da haben wir wieder den Vorteil, dass wir eine Cloud-Software anbieten mit offenen Schnittstellen. Andere Software-Tools können sich wunderbar anbinden. Und wir können das auch bei den anderen Tools, wenn wir jetzt über Smart Metering nachdenken. Wir können nicht nur aus der Gebäudeleittechnik Daten abholen, sondern auch von anderen Clouds, insofern sie natürlich über offene Schnittstellen verfügen. Unser Partner-Ökosystem macht es besonders, dass wir ohnehin über eine sehr breite Menge an Daten aus dem Gebäude verfügen. Wir sind also, ich würde sagen, das Bindeglied zwischen der Gebäudeleittechnik und der Versorgungstechnik und der Cloud, können dort über unsere offenen Schnittstellen natürlich ganz viele Use Cases bedienen. Und unsere Kunden ziehen den Mehrwert aus dem Ökosystem, dass es für sie einfacher wird, verschiedene Anwendungsfälle abzubilden. Es wird leichter, weil einfach sowieso verschiedene Software läuft, um das Gebäude oder das ganze Portfolio bearbeiten zu können. Es gibt verschiedene Betriebsdienstleister, die mit dabei sind, dieses Gebäude wirklich gut zu betreiben. All das kann vereint werden, es wird leichter, es werden Synergien gehoben, es geht schneller. Auch der Rollout auf das ganze Portfolio kann deutlich schneller ablaufen dadurch. Unsere Partner ziehen als Vorteil aus der Zusammenarbeit natürlich dasselbe wie wir. Wir können von beiden Seiten deutlich rundere Lösungen anbieten, einen geschlosseneren Prozess. Wir können gemeinsam neue Märkte adressieren, wo eine der beiden Parteien vielleicht noch nicht stattgefunden hat. Ein besonders positives Beispiel aus dieser Partnerprojektarbeit fand ich die tiefe Integration, die unsere Cloud-Plattform mittlerweile in die Automationssoftware von einem unserer engsten Partner gefunden hat. Das bedeutet, dass wir bei uns auf der Cloud-Plattform digitale Zwillinge erstellen können. Und genau diese Modelle gibt es jetzt in der Gebäudeautomationssoftware unserer Partner. Das heißt, unsere Partner und deren Kunden können die Verknüpfung der einzelnen Datenpunkte aus der Automation mit den Edifin-Komponenten in der Welt unseres Partners machen und per Knopfdruck erscheint es bei uns in der Cloud. Was mich besonders positiv stimmt im Moment ist einfach, der Drive ist da, es wird zunehmend verstanden, dass Kooperation sinnvoll ist, um diese ganze breite Welt adressieren zu können, sowohl in den Use Cases, aber auch mit der puren Anzahl an Gebäuden.